Hallo, mein Name ist Anja Muschjol, ich bin Grafikdesignerin und betreibe ein Designbüro hier in Kreuzberg nahe dem Bergmannstraßenkiez und dem Viktoriapark. Und wir haben hier eine kleine, aber feine Hinterhofremise, in der wir schön und kreativ arbeiten können. Meine Ausbildung zur Grafikdesignerin habe ich am Lette-Verein Berlin absolviert. Danach folgten ein paar Jahre in Festanstellung bei 2 Berliner Werbeagenturen. Dort habe ich unter anderem auch viel für die Pharmaindustrie gearbeitet, vom Beipackzettel bis zur fertigen Verpackung. 1993 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Freelancer. Unter anderem für einen Berliner Spieleverlag, die haben Brettspiele hergestellt, gearbeitet und dort von der Spieleanleitung über die Spiele viel gestaltet, aber auch die Marketinginstrumente, Verkaufsaufsteller, Poster, Kataloge, Newsletter, alles was dazugehört. 2 Jahre später habe ich dann in Berlin-Westend das Designbüro gegründet. Das war in der Nähe vom ICC, dem Internationalen Kongresszentrum und dem Messegelände. Dementsprechend haben wir auch dort viel für den Kongress- und Tagungsbereich gearbeitet. Dort die ganzen, alles was zu Tagungsunterlagen gehört, gestaltet. 2002 folgte dann der Umzug hier nach Kreuzberg. Seitdem ist auch meine feste Mitarbeiterin als Mediengestalterin dabei, die Jeanette Ike. Und für Textkonzeption und PR ist seit 2018 gehört Claudia Nickstadt zum Team. Die konnte jetzt leider heute nicht dabei sein. Die muss an diversen Zoom-Meetings teilnehmen. Wir arbeiten im Bereich der visuellen Kommunikation für Digital- und Printmedien. Das heißt, wir entwerfen vom Logo über Geschäftspapiere, Plakate, Anzeigen, Flyer, auch Websites, Imagebroschüren, Produktkataloge, Handbücher. Also alles, was zum Corporate Design, sprich dem visuellen Teil des Erscheinungsbildes eines Unternehmens gehört. Die Druckprodukte mittlerweile auch stark in digitaler Form. Das heißt, wir erstellen interaktive PDFs mit verlinktem Inhaltsverzeichnis. Und hier wird auch immer mehr die Barrierefreiheit nachgefragt. Zu unseren Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen, regional und überregional. Wir haben überregional schon über 30 Jahre einen Kunden in Waldkraiburg nahe München. Die stellen technische Keramik her. Da betreuen wir sozusagen das komplette Marketing und Corporate Design. Dann haben wir noch als Kunden gemeinnützige Vereine und auch die öffentliche Hand, zum Beispiel das Bezirksamt Neukölln und auch Verlage. Wir haben auch noch einen sehr speziellen Bereich, das Editorial Design für Kinder- und Jugendmagazin. Da arbeiten wir seit über 20 Jahren für einen Verlag hier in Berlin, den Egmont E. Harper Verlag, und designen da entwerfen zum einen die Heftseiten der Magazine. Und ein spezieller Fokus liegt aber auch auf den Gimmicks, die auf den Titelseiten, auf den Covern sich befinden, die für den Auftraggeber sehr wichtig sind, weil sie letztendlich darüber entscheiden, wie gut sich ein Magazin verkauft. Dementsprechend sind die Designs und Verpackungen in den letzten Jahren auch immer aufwendiger und umfangreicher geworden. Das heißt, wir kennen uns sehr gut aus, zum einen mit der technischen Seite, was Druckveredelung, Drucktechniken, spezielle Faltungen von Boxen, Blistercards, Hologrammfolien und so weiter, alles was in diesem Bereich, was es da gibt. Und zum anderen müssen wir natürlich auf der kreativen Seite sehr nah am Puls der Zeit sein, was Kinder und Jugendliche gerade schön finden, was in ist, was Trend ist. Teilweise auch vorausschauend, weil ja eine gewisse
Vorlaufzeit für die Produktion eingeplant werden muss. Und da gibt es zum einen Lizenzprodukte, das heißt, wir bekommen von den Lizenzgebern sehr umfangreiche Style Guides, die jährlich aktualisiert werden und erneuert werden, manchmal sogar saisonal, also mehrmals im Jahr. Und was sehr viel Arbeit bedeutet, aber auch wunderschöne Designs, die wir da bekommen, was dann also auch richtig Spaß macht, die umzusetzen. Dann gibt es aber auch verlagseigene Produkte, wo wir uns austoben können mit den Designs, wo wir eigene Designs entwickeln, was wir natürlich auch mit großer Freude und Enthusiasmus machen und umsetzen. Ja, Kontakt mit dem IDZ hatte ich schon in den frühen 90er Jahren, also am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da habe ich an diversen Workshops teilgenommen. Das war damals, glaube ich, noch am Kurfürstendamm. Und jetzt vor ein paar Jahren, wo das IDZ hier in unsere unmittelbare Nachbarschaft gezogen ist, bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und jetzt seit 2 Jahren Mitglied. Hier gefällt mir auch besonders der monatliche Newsletter mit den speziellen Themen, aktuellen Themen zum Bereich Design und den Veranstaltungstipps, aber auch Wettbewerben, Ausschreibungen und natürlich dem Mitglied des Monats. Und ja, das finde ich sehr schön. Mir gefällt auch sehr schön an dem Netzwerk, dass es jetzt nicht fokussiert ist auf einen kreativen Bereich, sondern sozusagen Menschen aus verschiedensten kreativen Berufen sozusagen zusammenbringt. Das finde ich sehr inspirierend. Ja, inspiriert hat mich zuletzt vor ein paar Tagen die Ausstellung Broken Music Volume 2 im Hamburger Bahnhof hier in Berlin. Da geht es um 70 Jahre Schallplattendesign, Sounddesign, Installation auch zu dem Thema von Künstlerinnen und Künstlern. Eine sehr große, umfangreiche Ausstellung, auch interaktiv. Was ich auch sehr schön fand, war das Ausstellungsdesign, also die Gestaltung des Leitsystems, die Typografie, die Farbigkeit, sehr modern, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, alles in allem eine sehr inspirierende Ausstellung, auch für Kreative, die sich jetzt nicht unbedingt auf den Bereich Musik fokussiert haben. Auf jeden Fall ein Besuch wert.